Mitten in der harten Trockenzeit ist das Land im Ado-Elephant Sanctuary in Südafrika rissig und es sind nur noch wenige flache Wasserbecken übrig. Ein ausgewachsener Elefant humpelte langsam, sein rechter Vorderfuß war mit einem großen, schmerzhaften, roten Abszess bedeckt. Aufgrund der Schmerzen konnte er sich kaum bewegen und war nicht in der Lage, täglich Nahrung zu finden oder ausreichend Wasser zu trinken. Nach und nach wurde es von der Herde zurückgelassen und wurde zu einer verlorenen Seele inmitten der kargen, kalten, leeren Felder. Seine Augen waren traurig, seine Ohren hingen herab, als leide es unter lange unterdrückter Verzweiflung und Erschöpfung. Es fand eine kleine Wasserpfütze, in der es sich ausruhen konnte, und streckte gelegentlich seinen Rüssel aus, um kleine Schlucke zu nehmen. Ein heißer Wind, der den Geruch trockener Erde mit sich trug, wehte vorbei und umhüllte seinen großen, aber schwachen Körper. Der Elefant hatte die Hoffnung, seine Herde in diesem rauen Land zu finden, fast aufgegeben. Plötzlich erschien ein schwarzer Vogel mit einem langen, gebogenen Schnabel und näherte sich dem verletzten Fuß. Es war ein neugieriger Vogel, der die rote Schwellung am riesigen Fuß des Elefanten genau beobachtete. Der Vogel kam näher, neigte einige Male den Kopf und berührte dann vorsichtig mit seinem Schnabel den Abszess. Plötzlich pickte es laut, wodurch die gespannte Haut platzte und eine gelbe Flüssigkeit auf den Boden floss. Der Elefant erschrak, merkte jedoch schnell, dass der stechende Schmerz nachließ und ihm eine sofortige Linderung verschaffte. Es versuchte einen kleinen Schritt zu machen, der Druck unter seinem Fuß ließ nach, aber der Schmerz war immer noch dumpf. Der Vogel pickte noch einige Male weiter, wodurch noch mehr Flüssigkeit austrat und die Spannung nachließ. Der Elefant winkte zum Dank sanft mit seinem Rüssel, und der Vogel zwitscherte leise und flog davon. In dieser Nacht ruhte sich der Elefant länger als sonst aus, da er dachte, er sei völlig gerettet. Doch schon wenige Tage später begann die Wunde wieder anzuschwellen und sich zu röten, und der Schmerz breitete sich rund um den Fuß aus. Es trat ein übler Geruch aus und gelber Eiter sickerte heraus, so dass es unmöglich war, aufzustehen oder normal zu gehen. Der Elefant konnte nur regungslos neben der Pfütze liegen und kleine Schlucke trinken, um den Tag zu überleben. Die Schmerzen wurden so stark, dass er stundenlang kaum beweglich war. Sein Atem ging schneller, jeder schwere Schlag hallte in der Stille des trockenen Feldes wider. Die Augen sind halb geschlossen, die Wimpern flattern leicht, als ob sie gegen extreme Müdigkeit ankämpfen wollten. Es hat nicht mehr die Kraft, Nahrung zu finden, sein Körper wird mit jedem Tag sichtbar dünner. Gelegentlich versuchte es, seinen Rüssel in die Pfütze zu stecken, ein paar kleine Schlucke zu nehmen und ihn dann wieder auf den Boden hängen zu lassen. Die Sonne brannte auf seinem Rücken und verschlimmerte seinen Zustand. Dampf stieg aus der trockenen Erde auf. Fliegen und Insekten schwärmten um die Wunde herum und machten sie noch unangenehmer und schmerzhafter. Obwohl es versuchte, die Insekten mit wedelnden Ohren zu vertreiben, war es der überwältigenden Zahl an Insekten hilflos ausgeliefert. Das Wasser im Becken trocknete allmählich aus und hinterließ nur eine dünne Schlammschicht am Boden. Es wartete still, als hoffe es inmitten der Verzweiflung auf ein Wunder. Dieses Wunder geschah eines Morgens, als sich das goldene Sonnenlicht gerade über die Wiese ausbreitete. Zwei Ranger, David Mukwena und Samuel Khumalo, patrouillieren die Wasserquellen im Reservat. Aus einiger Entfernung sahen sie eine riesige graue Masse, die regungslos am Wasserrand lag. Als sie näher kamen, erkannten sie, dass es sich um einen erwachsenen Elefanten mit einer schweren Verletzung am Fuß handelte. Seine müden Augen und sein schwerer Atem zeigten, dass er seit Tagen litt. David kniete nieder, um seinen Puls und seine Körpertemperatur zu überprüfen. Samuel rief sofort per Funk den Notruf. Sie brachten schnell sauberes Wasser, um es in den Rüssel des Elefanten zu gießen und ihm zu helfen, ein paar kostbare Schlucke zu trinken. Samuel markierte das Gebiet mit einem großen Seil und verhinderte so, dass sich andere Tiere näherten und Gefahr verursachten. David legte sanft seine Hand auf den Rüssel des Elefanten und sprach mit tiefer, warmer Stimme tröstende Worte. Aus der Ferne hallte das Geräusch des Motors eines Spezialfahrzeugs wieder und signalisierte die Ankunft des Rettungsteams. Als das Auto ankam, arbeitete die Gruppe zusammen und half mit Planen und Seilen, den Elefanten hochzuheben.
Der Elefant wurde in ein Spezialfahrzeug verladen, wobei versucht wurde, ihm den größtmöglichen Komfort zu bieten. Samuel saß neben dem Kopf des Elefanten und überprüfte auf dem Weg zurück zur Station ständig seine Atmung und seinen Gesundheitszustand. In der Rangerstation war sofort ein Tierarzt vor Ort, um eine gründliche Untersuchung durchzuführen. Die Ergebnisse zeigten, dass sich der Abszess nicht tief in den Knochen ausgebreitet hatte, dennoch waren eine gründliche Desinfektion und eine engmaschige Überwachung erforderlich. Das Pflegeteam wusch den Eiter weg, entfernte abgestorbenes Gewebe und verband es sorgfältig mit steriler Gase. Damit sich der Elefant wohler fühlte, wurden ihm sofort Antibiotika und Schmerzmittel gespritzt. Es wurde in eine große Scheune gebracht, deren Boden mit trockenem Stroh bedeckt war und die über ein Dach verfügte, um sie vor der Sonne zu schützen. Direkt daneben wurden ein großer Heubehälter und ein Tank mit sauberem Wasser aufgestellt, damit es problemlos fressen und trinken konnte. Nachts wechseln die Mitarbeiter die Verbände und kontrollieren häufig die Temperatur, um Komplikationen vorzubeugen. Nach einigen Tagen wurde die Atmung des Elefanten regelmäßiger und seine Augen leuchteten voller neuer Hoffnung. Am 3. Tag begann die Wunde zu trocknen, die Schwellung war deutlich zurückgegangen und auch der üble Geruch war verschwunden. David und Samuel lächelten, als sie beobachteten, wie er versuchte, seine Füße langsam zu bewegen. Eine Woche später konnte es aufstehen und in aller Ruhe Heu im Stall kauen. Die Ärzte erhöhten seine Nahrungsaufnahme und gaben ihm mehr Obst und Gemüse, damit er schneller wieder zu Kräften kam. Jeden Morgen geht Samuel mit dem Elefanten zum Sonnenbaden in den kleinen Hof, was zu seiner Gesundheit beiträgt. Es genoss das kühle Wasser, das über seinen Kopf und Rücken gespritzt wurde, und seine Ohren wackelten leicht vor Vergnügen. Das Fell an den Ohren und um die Beine begann wieder zu glänzen und die Haut an der Wunde heilte allmählich. Jeden Tag werden seine Schritte sicherer und er stolpert nicht mehr so stur wie zuvor. Nach einem Monat war die Wunde vollständig geschlossen und es gab keine Anzeichen einer Infektion. Es ist Zeit, es der Natur zurückzugeben, wo es hingehört. David und Samuel bereiteten ein Spezialfahrzeug vor und führten den Elefanten vorsichtig die Holzrampe hinauf. Auf dem Weg zum Feld streckte es immer wieder seinen Rüssel heraus und atmete den vertrauten Duft des Windes ein. Die Autotür öffnete sich und er stieg langsam aus, wobei er den Duft von trockenem Gras und feuchter Erde einatmete. Das goldene Nachmittagssonnenlicht breitete sich überall aus und spiegelte sich auf der faltigen, aber lebendigen Haut. Es stieß ein tiefes Brüllen aus, als wolle es sich verabschieden und denen danken, die geholfen hatten. Mit jedem Schritt in die Ferne hinterließ es tiefe Fußabdrücke auf dem weichen Boden. David und Samuel standen still und sahen zu, die Augen voller Hoffnung und Stolz. In ihren Herzen liegt die Freude nicht nur darin, einen Elefanten zu retten, sondern auch darin, einen Teil der wilden Natur zu bewahren. Sie wussten, dass die Verbindung zwischen Mensch und Tier für immer bestehen würde, selbst wenn sie sich nie wiedersehen würden. Der Elefant ging weiter, seine Gestalt wurde in den weiten Graslandschaften des Addo-Elefanten-Nationalparks allmählich kleiner. Ein Schwarm schwarzer Vögel flog darüber, als wolle er es in die Freiheit zurückschicken. In der Ferne erschienen die Schatten anderer Elefanten, die sich langsam darauf zubewegten. Es hielt einen Moment inne, wedelte mit dem Rüssel und ging dann schneller auf die Herde zu. Die Rufe der anderen hallten wieder und zerstreuten die Stille des Nachmittags. In diesem Moment war er kein Außenseiter mehr, sondern Mitglied einer großen Familie. David und Samuel kehrten zum Bahnhof zurück und brachten einfaches, aber vollkommenes Glück mit. Die Sonne ging hinter dem Horizont unter und hinterließ einen strahlenden orange-rosa Schein. Die Geschichte vom Elefanten und seinem Vogelfreund wird abends am Lagerfeuer für immer erzählt. Und in dieser Wildnis fand ein Elefant dank der Freundlichkeit der Menschen seine Freiheit zurück.